Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich habe mir überlegt, ich nehme euch mit in die argentinischen Stadien, die besten Spiele, die ich dieses Jahr besucht habe. Dazu habe ich geplant, jeden Tag ein Video zu machen. Ich hoffe, das schaffe ich. Das erste Team ist eins, das steht ganz oben auf vielen Listen, wenn es darum geht, welchen Verein sie in Argentinien besuchen wollen. Viele sagen, hier herrscht die beste Stimmung der Welt. Ich muss sagen, ja, es kann beeindruckend sein, aber die Saison war nicht so gut. Und ich glaube, jetzt weiß schon jeder, um wen es geht, um River Plate. River ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Der knapp zweitbeliebteste Verein des Landes hinter dem Boca Juniors spielt im größten Stadion von Lateinamerika, das Monumental. Das ist es seit dem Ausbau und so haben sie sogar einen höheren Zuschauerschnitt als Borussia Dortmund und damit den höchsten der Welt. Und jedes Mal, wenn ich im Monumental stehe, ist man schon angetan und ich merke wieder, was für ein großer Club das ist und was für eine Wucht einfach dieses spektakuläre Stadion hat. Es liegt genial direkt am Rio de la Plata, im Norden, in einem reichen Viertel, durch das man durchgeht. Und sie heißen nicht umsonst Millionarios, wenn man die Villen drumherum anschaut. Und es ist einfach besser und moderner als alle anderen Stadien in Argentinien. Schon die Previa macht hier richtig Spaß, weil alles in diesen Straßen und in den Parks ist voller River-Fans und da ist schon richtig Stimmung vor dem Spiel. Mittlerweile heißt das Stadion Mas Monumental und es passen 85.000 Zuschauer rein, ungefähr. Und es soll noch mehr werden und es soll auch noch ein Dach drauf kommen. Ich war dieses Jahr sowohl im Oberrang als auch im mittleren Bereich und es fühlt sich komplett unterschiedlich an. Der Mittelrang ist moderner, mit Bars, mit offenen Bereichen und man setzt sich hin. Das fand ich für Argentinien sehr unangemessen und vor allem läuft auch noch ein Fernseher, auf dem man das Spiel bzw. die Fehlentscheidungen nochmal anschauen kann. Es hat hier eher das Gefühl von einer modernen Multifunktionsarena, die zugegebenermaßen riesig ist. Dieses Jahr wurde auch ein kompletter LED-Ring im Stadion eingebaut. Für die WM 2030 soll noch ein Dach drauf kommen und das Stadion soll noch über 90.000 Zuschauer fassen. Im Oberrang ist es noch ein wenig rougher, keine festen Sitzplätze. Du musst deinen Burger selbst belegen und bei guten Spielen steht jeder. Zumindest in den spannenden Szenen und dann singt auch jeder mit. Genau dieser rohe Fußball-Vibe geht hier für mich ein bisschen verloren. Auch wenn die River-Fans letztes Jahr gezeigt haben, dass sie das absolut noch können und diese Bilder um die Welt gegangen sind. Und jetzt genug gelästert, weil die beiden Kurven sind genial. Aber von der Mannschaft wird auch erwartet, die Kurven und die Fans mitzureißen. Und wenn es nicht läuft, dann habe ich gesehen, dann wird auch ordentlich gepfiffen. Und bei den Intros ist hier auch immer was geboten. Feuerwerk vom Platz, das ist mittlerweile bei Ligaspielen Standard in Argentinien. Und das ganze Stadion singt, wirklich alle. Das ist jedes Mal Gänsehaut. Die Kurven sind riesig und trotzdem unglaublich nah dran. Man spürt die unglaubliche Masse, diese Energie, diesen Druck und für mich ist dieser Umbau wirklich gelungen, weil es ist nochmal ein Quäntchen an Stadion nach oben. Das Monumental hat zwar jetzt einen anderen Sound und eine andere Stimmung, aber es ist schon wirklich monumental und kann mit den europäischen Stadien mithalten. Was daran verrückt ist, obwohl die Saison überhaupt nicht rund lief, ist River trotzdem der zuschauerstärkste Verein der Welt. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Sportlich war das Jahr nämlich wirklich durchwachsen. Es gab gute Phasen. Ein großes Highlight war natürlich, dass River das erste Superclásico gewonnen hat. Mit einem Traumfreistoß. Aber international lief es dagegen nicht so, wie erhofft.
habe zwar heute kein Ticket, aber Previa bei River heute schon ein bisschen anders, weil das ist ein wichtiges Spiel. Heute gegen Palmeiras. In der Copa Libertadores war schon nach dem Viertelfinale Schluss. Und auch in der Liga schied man gegen Platense zu Hause und bei Racing in der ersten Runde der Playoffs aus. Am Ende konnte sich River nicht mal für die Copa Libertadores qualifizieren. Also wirklich eine unglaublich schlechte Zeit für diesen Verein. Trainerlegende Gallardo ist am Ende der Saison auch noch zurückgetreten. Das hier ist gerade das größte Stadion in Lateinamerika. Da spielt River Plate heute im 16. Finale der Meisterschaftsplayoffs. Und trotzdem gab es diese Abende, an denen alles gepasst hat. Für mich ganz klar das 3-0 gegen Barracas Central, mein persönliches Highlight dieses Jahr in diesem Stadion. Das war ein Spiel, bei dem man gesehen hat, was River sein kann, wenn alles zusammenpasst. Die Mannschaft, das Stadion, die Fans. Von der ersten Minute an war das Monumental da. Laut, dominant, selbstbewusst. Genau so, wie man sich River vorstellt, beziehungsweise wie sich die River-Fans River vorstellen. Das letzte Spiel zu Hause gegen Gimnasia de la Plata war brutal. In der letzten Sekunde hat River noch einen Elfmeter bekommen für ein Unentschieden und den verschossen. Die Mannschaft wurde schon vorher beschimpft und ausgebuht. Dieser Moment steht für mich sinnbildlich für diese Saison von River. Und genau deshalb war das Spiel gegen Barracas für mich so besonders, weil es gezeigt hat, warum dieser Verein trotzdem lebt, warum das Stadion trotzdem voll ist, warum diese Fans Woche für Woche kommen, egal wie es in der Tabelle aussieht, und dass die beste Stimmung nicht nur bei den großen Spielen zu finden ist, sondern eher bei solchen. Die River-Fans müssen sich ja oft vorwerfen lassen von den Boca-Fans, dass ihre Tribünen leer sind, wenn sie die Meisterschaft nicht holen. Ich denke, da haben sie dieses Jahr was anderes bewiesen. River Plate ist Größe, Geschichte und auch Anspruch. Und das Monumental ist einer der Orte, die man in Buenos Aires definitiv besuchen muss. Wenn ihr mehr über die Geschichte von River wissen wollt, dann schaut unbedingt das Super Classico Video. Da gehe ich noch ein bisschen tiefer. Und das war's, das erste Video aus dieser Videoreihe. Im nächsten Video stelle ich euch einen anderen Verein vor. Glaubt mir, es wird ganz anders. Und denkt dran, folgt doch auch in Instagram, grounded_Fußball und diesem YouTube-Channel. Das wäre noch sehr viel wert. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.